Herzlich willkommen, liebe 1000 PS TV-Zuschauer. In unserer heutigen Folge der Motorradtechnik im Detail-Serie geht es um das Thema Elektrifizierung. Und da werden wir gemeinsam mit den Technikern, mit den Spezialisten von Vitesco für ordentlich Spannung sorgen. Es gibt Bereiche, wo ich glaube, wenn wir über Elektrifizierung reden, reden wir mal jetzt über Batterieelektrifizierung. Okay? So, und da gibt es Bereiche, wo man sagt, okay, das ist eigentlich naheliegend, dass man das relativ einfach austauschen kann. Und unser Fokus ist hier auch wieder in Asien, weil Asien einfach der größte für uns Zweiradmarkt ist. Ja, das muss man einfach so sehen. Wir haben Hersteller in Asien, die produzieren in einem Monat doppelt so viel wie das, was in Deutschland im gesamten Jahr an Motorrädern zugelassen wird. Okay, das ist einfach ein Fakt. So, und deswegen ist unser Fokus gerade für diese kleinen Hubraumklassen ist in Asien. Okay, und da ist es dann aus unserer Sicht naheliegend, dass man relativ einfach zum Beispiel einen 150 Kubik Verbrennungsmotor elektrifizieren kann. Okay, wir reden dann über eine Klasse zwischen 3 und 7 Kilowatt, die ich dann relativ einfach über ein überschaubares System, was heute verfügbare Technologie ist, 48 Volt, was ich dann einfach elektrifizieren kann. Okay? Ich rede da nicht über Reichweiten, wo ich mehrere hundert Kilometer fahren muss. Wir wissen heute, dass Reichweiten von 50 bis 80 Kilometer am Tag durchaus ausreichend sind, weil auch die Möglichkeit gegeben ist, einen Zweirad einfacher aufladen zu können wie ein Vierrad. Entweder nehme ich die Batterie mit an den Arbeitsplatz, lade da auf und. So, das heißt, ich kann durchaus, wenn ich zur Arbeit fahre, zwischenzeitlich aufladen, wenn ich tatsächlich eine Strecke habe, die überhaupt in die Größenordnung von 50 Kilometer einmalig kommt. Und wenn man sich das alles mal anguckt, dann glauben wir, dass eine Elektrifizierung in einem Zweiradbereich in der Verbrennungsmotor-Hubraumklasse bis 150 eigentlich ein super Anfang ist. Das wird sicherlich da nicht aufhören. Wir werden auch High-End-Motorräder sehen, das sehen wir heute schon, die elektrifiziert sind. Okay? Aber wenn wir über Massenmarkt reden, dann glauben wir, dass das in der Richtung passieren wird. Also eigentlich muss ich den Motor austauschen, das heißt eigentlich muss ich zwei Teile austauschen. Zum einen den Motor gemeinsam mit seiner Einspritzung, mit Getriebe, allem was mit dranhängt, auch Katalysatoren, Auspuff und so weiter. Den ersetze ich durch einen Elektromotor. Und der zweite Punkt ist, ich muss das konventionelle Motorsteuergerät austauschen gegen ein Motorsteuergerät, das extra für Elektromotoren ist. Da haben wir eine EDCU, das heißt eine Electrified Drive Control Unit. Und die übernimmt sozusagen die Aufgaben von dem Motorsteuergerät innerhalb des Verbunds auf einem Elektroscooter. Vom Gesamterlebnis in Bezug auf Fahrbarkeit würde ich dir da recht geben. Was vielen Motorradfahrern heute fehlen würde, wäre halt der Sound. Das heißt, da muss man sich dann Gedanken machen, kommt der Sound dann von einem Soundgenerator oder verzichtet man komplett auf den Motoren- und Auspuffsound. Aber rein von der Fahrbarkeit und von der Ansteuerbarkeit, dass es wirklich alles schön weich ist und dass ich die Power genau dann habe, wenn ich sie haben möchte, ist es mit einem Elektromotor prinzipiell einfacher, ja. Das ist richtig. Wir sehen aber gerade bei den 150 Kubik Derivaten bzw. die darunter haben wir natürlich die Möglichkeit, die Akkupacks da reichen kleinere Akkupacks, die man dann auch austauschen kann. Das heißt, da gibt es verschiedene Möglichkeiten schon. Auf dem asiatischen Markt gibt es da auch manche Hersteller, die haben da so ein Austauschsystem von den Akkus. Das heißt, so ein Akkupack wiegt dann 8 bis 10 Kilogramm und kann dann einfach aus dem Fahrzeug rausgenommen werden und gegen einen neuen ausgetauscht werden. Das heißt, da haben wir haben viele Hürden, die wir im Pkw-Bereich haben bei der Elektromobilität, die wir im Motorradbereich eigentlich nicht haben. Also auch
Auch der Preis von so einem Akku spielt natürlich eine Rolle, wenn ich ein großes Auto habe, spielt aber bei einem kleinen Roller jetzt eigentlich nicht so die Rolle. Und auch die Reichweite ist dann halt, gerade wenn ich so ein Austauschprinzip habe, beliebig weit. Ich brauche nur genug Stationen, an denen ausgetauscht werden kann. Das heißt, so ein Austausch von Akkus läuft in der Regel schneller als eine Betankung von einem Roller. Wir sehen das jetzt hier auch in Deutschland ja momentan mit den Rollern, die es in den Städten gibt. Also nicht die normale Motorroller, sondern so Tretroller, elektrische, die dann auch aufgeladen werden müssen. Sowas wird natürlich auch mit normalen Motorrollern, also mit 50 Kubik oder 125 Kubik Derivaten funktionieren. Das heißt, da könnte man dann natürlich auch ein Sharing-Konzept aufbauen. Also da wären wir dann im Bereich von einer Hybridisierung von Motorrädern. Das heißt, ich habe vorhin davon gesprochen, dass wir in einem Elektroroller oder Elektromotorrad einen E-Motor brauchen und dazu noch ein passendes Steuergerät. Wir haben den Wunsch, das Ganze miteinander zu kombinieren und dann eine integrierte Lösung zu haben, wo wir sowohl den Motor als auch ein Motorsteuergerät für den E-Motor direkt dran haben. Das Ganze wird dann EDPP genannt, also Electric Drive Power Pack. Und wenn wir so ein abgeschlossenes System haben, das dann auch wieder ein Derivat zu 150 Kubik ist, könnten wir das abgeschlossene System auch auf ein normales Verbrennungsmotorrad mit dazu nehmen. Muss natürlich von vornherein eingeplant werden in Bezug auf Platz. Und ich habe dann ein hybridisiertes Motorrad, mit dem ich dann in der Lage bin, auch in Null-Emissionen-Bereichen elektrisch zu fahren und habe trotzdem meinen normalen Verbrennungsmotor, mit dem ich dann außerhalb der Stadt auch die Alpen überqueren könnte. Es gibt offensichtlich Entwicklungen, die wir Motorradfahrer oder auch die Motorradindustrie manchmal überrascht, manchmal überfordert, überrumpelt und wo wir vor einer Situation plötzlich stehen, dass man in einer Region, in einem Umfeld, wo man bisher fahren konnte problemlos, auf einmal nicht mehr fahren kann. Möglicherweise nur temporär, möglicherweise für immer, weiß ich nicht. Aber man hat gesehen, dass das doch passiert ist und dass das weiterhin passiert. Und da denke ich mal, das ist eine Strategie natürlich wichtig, dass die Motorradindustrie dagegen eintritt und dafür sorgt, dass wir als gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer wahrgenommen werden und unsere Mobilität mit den Fahrzeugen, die wir gekauft haben, für die wir Steuern zahlen, weiter garantiert ist. Aber auf der anderen Seite muss ein Plan B vorhanden sein, dass wenn wir da nicht stark genug sind, wir nicht trotzdem ausgeschlossen werden aus Verkehrsräumen. Und insofern ist der Plan B mit einem Elektromotor, wenn sich der jetzt parallel weiterentwickelt, günstiger wird, leistungsfähiger wird, zugänglicher wird, ein guter Plan B, der je herausfordernder es wird, für unsere Community ihre Räume zu verteidigen, dort ja die Lücken zu füllen. Das ist jetzt sehr schwierig zu beantworten, weil es nicht nur von uns als Zulieferer abhängig ist, sondern natürlich zum einen von den Regeln, die da kommen. Es ist ganz klar, wenn schneller die Regeln kommen, dass wir Null-Emissionsbereiche haben, dann reagieren natürlich auch die Hersteller drauf und wir Zulieferer bringen dann auch die richtigen Teile. Aber es ist jetzt schwierig zu sagen, ob das 2025 oder 2030 der Fall sein wird. Sicher ist, dass die technischen Voraussetzungen sowohl 2025 als auch 2030 da sind, um das zu entwickeln. Ob es dann schon serienreif ist, ist wieder was anderes, aber um das anzugehen und dann innerhalb von 2 Jahren circa auf die Straße zu bringen, da sind die Voraussetzungen da. Nee, ich sag mal, einfach um das Missverständnis zu machen, den Schluss würde ich nicht ziehen. Der Anspruch der Elektrifizierung, warum wir uns jetzt in den sogenannten Transportbereich gucken, ist, weil die Elektrifizierung einfach abzubilden ist. Okay, so von der Motorleistung, die gebraucht wird. Okay, einhergehend mit der Motorleistung, wenn ich eine gewisse Reichweite fahren müsste, kommt die Batteriekapazität.
Okay, das ist ein Unterschied, ob ich mit 3 bis 5 kW 50 oder 80 Kilometer fahren will, dann habe ich eine gewisse Batteriekapazität. Oder ich will das mit 50 Kilowatt fahren, will dann 50 oder 80 Kilometer fahren, dann brauche ich eine gewisse Batteriekapazität. Okay, so das heißt, warum macht das Sinn, auf diesem Transportbereich oder 150 Kubik und kleiner zu schauen? Weil die Elektrifizierung einfach abzubilden ist. Ja, so die Batteriekapazitäten, die ich brauche, um 50, 80 Kilometer zu fahren, die bringe ich heute unter, ohne dass ich, in Anführungszeichen, dass ich einen Anhänger brauche. Okay, das kann ich packagen, ohne dass das extraordinär schwer wird. Ja, das sind einfach die Vorzüge, die ich habe. Und wenn ich dann eben Elektrifizierung machen will, die dann im High-End-Bereich stattfindet, wo der Anspruch ist, ich will Leistung haben, und dann brauche ich auch Hochvolt-Technologie. Okay? Weil dann rede ich ja über Ströme. Ne? Wenn ich jetzt sage, okay, ich will dann 50, 80, 100 kW abbilden und ich habe dann 48 Volt oder ich habe 300 Volt, ne, dann sind halt deutlich andere Ströme, die dann fließen. Okay? Und das gilt es dann zu managen. Aber die Vorzüge sind ganz klar die Stärken eines Elektromotors, der quasi höchstes Drehmoment bei kleiner Drehzahl hat. Das heißt, wenn ich ab dem, wo ich Gas gebe, muss ich nicht erst eine gewisse Drehzahl erreichen, 5.000, 6.000 Umdrehungen, bis ich mein maximales Drehmoment habe, sondern das habe ich ganz am Anfang und dann nimmt das Drehmoment eher ab. Ja, so und das sind dann, ich sag mal, das ist dann der Fahrspaß, den ich habe, dass einfach die Beschleunigung gigantisch ist. Ja, selbst für relativ kleine Elektromotoren, die jetzt sich, ich sag mal, wenn man jetzt sagt, das sind 10 kW, das hört sich nicht nach viel an, aber der hat sein maximales Drehmoment bei kleiner Drehzahl. Das heißt, da einen Ampelstart zu machen, das ist dann schon sehr dynamisch. Ja? So, und das sind die Vorzüge, die halt so einen Elektromotor auszeichnen. Und die Herausforderung ist dann eben, im High-End-Bereich das gesamte Packaging zu machen, um Reichweiten zu erreichen, weil gerade auch im High-End-Bereich, da wollen wir ja auch schon mal 150, 200 Kilometer eine Tagestour machen. Und wenn die Infrastruktur nicht gegeben ist, dass ich irgendwo eine Batterie austauschen kann, ich muss dann 2 oder 3 Stunden warten zum Aufladen, das verdirbt dann schon so eine Tagestour. Okay? Aber das sind die Herausforderungen, die es jetzt gilt zu meistern. Also man sieht ja, dass komischerweise jetzt kleinere Unternehmen auf diesen Elektrozug ein bisschen früher aufgesprungen sind, weil sie da flexibler sind. In der Autobranche hat ja ein ehemals kleines Unternehmen quasi die ganze Branche aufgemischt. Also es ist durchaus auch eine Chance, man kann jetzt das Glas halb leer sehen, das ist Satanszeug, man kann das Glas halb voll sehen. Das ist die Chance, dass da frischer Wind kommt, dass da frische Player reinkommen. Und Konkurrenz ist wichtig für uns Kunden. Das heißt, wenn da frische Player reinkommen, die setzen die etablierten Marken ein bisschen unter Druck, dass die angespornt werden, da Höchstleistungen zu bringen. Ja, also da braucht man sich keine Sorgen machen. Es wird zu einer stärkeren Spezialisierung führen, die Elektromobilität. Der Motor an sich, der ist ja in der Regel bürstenlos, braucht keine Schmierung, aber Elektromotoren müssen gekühlt werden. Die Akkus müssen gekühlt werden. Da sind relativ hohe Kühlvolumina, die gefordert werden. Da kommen wir wieder zum Einsatz. Es gibt mittlerweile Elektromotorräder, die haben Getriebe. Da muss Getriebeöl rein, wie beim Zweitakter. Es werden nach wie vor hoffentlich Ketten verwendet, die geschmiert werden müssen. Ein Motorrad muss gereinigt werden. Ein Motorrad hat, auch wenn es Elektrokomponenten, also einen Elektroantrieb hat, hat es natürlich eine Gabel, hat ein Federbein hinten, da kommen wieder Komponenten zum Einsatz. Also das Motorenöl wird wegfallen, der Rest bleibt aber und wird ersetzt eher durch größere Anforderungen an Kühlschmierstoffe, an Kühlmittel, möglicherweise Getriebeöle. Wir sehen das heute schon im Automobilbereich. Die Anforderungen an die Automatikgetriebeöle, die da zum Einsatz kommen, sind extrem hoch. Hybridfahrzeuge, da kommt wieder das Thema, dass Spannung anliegt. Da muss das Öl dielektrisch sein. Das darf also keine Ströme übertragen und so weiter, weil das dann natürlich auch zu Fehlfunktionen führen könnte, wenn im Ölkreislauf, und das ist der Fall, Elektronikkomponenten drin sitzen im Getriebe. Also das muss alles funktionieren. Das heißt, Volumina werden wahrscheinlich etwas geringer werden, die Spezialisierung wird aber steigen und das wird dazu führen, dass
Unternehmen, die technologisch nicht auf der Höhe sind, unter Umständen aus dem Markt austreten werden. Aber die Player, die man heute kennt, die Technologieführer, die werden auch in Zukunft da sein. Also, ich sag mal so, meine Moto Guzzi, die ist von 1980, okay? Die ist jetzt 40 Jahre. Und das wird es weitergeben. Ich sag mal, dass vielleicht das Thema Neuzulassung wird irgendwann, sagen wir mal in 2050, okay? Dann wird das Spektrum an Neuzulassungen ein anderes sein. Ist der Verbrennungsmotor dann komplett tot? Ich weiß das nicht. Okay. Ist der Verbrennungsmotor dann möglicherweise in einigen Regionen verbannt? Ja, zum Beispiel große Städte, die dann sagen, okay, hier ist nur noch 0 Emissionen. Okay. Das wird kommen, glaube ich schon. Okay, aber wenn mich das nicht berührt, weil ich da nicht rein muss oder will, weil ich da nicht wohne und so, dann glaube ich schon, dass es den Verbrennungsmotor auch noch geben wird. Aber nicht mehr so wie in den Stückzahlen, wie wir das heute sehen. Ja, es wird ein ganz anderer Mix geben. Ich glaube auch, dass bis in 2050 dann dieses Thema Hochvolt-Elektrik für Zweiräder einen gewissen Stand erreicht hat. Ja, aber ist der Verbrennungsmotor komplett tot? Ich glaube das nicht. Und ich glaube auch, dass eine gewisse Pflege von dem, was heute da ist, die wird es einfach weitergeben. Das, was einmal zugelassen ist, dem wird man nicht unbedingt, ich sag mal, das Wasser abgraben, aber konsequenterweise möglicherweise nicht mehr erlauben, überall zu fahren. Ich meine, das sehen wir heute ja schon, dass gewisse Passstraßen für Motorräder untersagt sind. Okay, da geht es um Geräusch, aber wir sehen das heute schon. Und das wird aus meiner Sicht mehr werden mit der Antriebsmotivation dann Emissionen, Schadstoffausstoß und. Ich habe Lust auf alle Arten von Motorrädern, die gut funktionieren. Und wenn ein Elektromotor gut funktioniert, dann ist es gut und passt für mich. Ist wunderbar. Bei diesen Elektromotorrädern muss ich sagen, da hat ein echtes Umdenken stattgefunden. Und zwar deswegen, weil mit Gregor, mit meinen Kollegen, bin ich runtergefahren zu Energica. Und der Gregor ist ja jung und der hat einen ganz anderen Zugang wie ich, weil mein Zugang ist gewesen Elektro, Zahnbürste, Rasenmäher, Bohnenmahlwerk, das ist es. Und er hat gesagt, nein, das hat durchaus einen Sinn und das ist sicher gut und soll man sich anschauen. Und dann war ich unten in dem Werk, hat es mich schon ein bisschen beeindruckt, haben wir schon gedacht, na, das ist ein tolles Werk und das ist irgendwie super, wie sie das machen und auch diesen Ansatz. Und dann bin ich mit so einer Maschine gefahren und da haben wir gedacht, ja, das fährt ja nicht so schlecht. Also wenn es uns jetzt und war dann fast ein bisschen erleichtert, weil ich mir gedacht habe, wenn diese Öko-Freaks jetzt wirklich hart exekutieren und dann gibt es keine Verbrennungsmotorradl mehr, dann muss ich aber jetzt auf dieses Wesentliche vom Motorradfahren müsste ich nicht verzichten, sondern das fährt eigentlich wie ein Motorradl fahren soll. Es hat so leichte Sachen, ist ein bisschen übers Vorderrad geschoben, aber zum Beispiel mit der Livewire von Harley bin ich dann auch gefahren, das ist gefahren wie ein normales Motorradl. Und da habe ich dann zum Glück habe ich empfunden, eine Erleichterung empfunden, dass ich mir dachte, ja, fürchten musst du nicht. Wenn das jetzt irgendwie die Wahnsinnigen das abdrehen, den Verbrennungsmotor, oder fährst mit so einem Elektromotorradl, das ist eigentlich auch durchaus in Ordnung. Was ich hasse, ist diese Argumentation aus dieser Öko-Ecke, die hasse ich, weil ich glaube nämlich nicht, dass das viel umweltfreundlicher ist. Das geht mir richtig am Zager, vor allem, dass sich dort Leute einmischen, die keine Ahnung haben vom Motorradfahren. Das packe ich dann nicht. So einer darf man nicht sagen, was für mich besser ist. Aber die Produkte an sich finde ich nicht mehr, also denen kann ich durchaus was abgewinnen, mittlerweile. Ja, das waren sie auch schon, unsere 24 Folgen der Motorradtechnik im Detail Serie. Eine Art Bildungsfernsehen, das aber hoffentlich für die meisten von euch auch ordentlich mit Unterhaltung gespickt war. Beim Thema Elektrifizierung gab es vermutlich das ein oder andere Aha-Erlebnis, das euch wie der Blitz getroffen hat. In jedem Fall möchten wir uns recht herzlich für eure Wertschätzung bedanken, dass wir das für euch produziert haben. Die gesamte 1000 PS Crew mehr oder weniger im Einsatz, das Team von Vitesco, das uns Rede und Antwort gestanden ist und
die sich natürlich auch, so wie wir, über Kommentare unter diesem und den anderen 23 Videos freuen würden. Und das Allerwichtigste vielleicht zum Schluss: verpasst keine Sendung von unserer Motorradtechnik im Detail-Serie, denn beim nächsten Stammtischgespräch könnt ihr diesen Vorsprung, den ihr habt beim Wissen, ganz bestimmt gnadenlos ausspielen.